Sehr geehrte Teilnehmende, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zum dritten Teil unserer Webinarreihe Finanzen in Time Sensor Legal 365. Heute wird es gehen um die abrechnungsvorbereitende Bearbeitung von Leistungen. Das bedeutet die Bearbeitung von Leistungen im Dossier. Wie ich eben schon sagte, heiße ich Sie ganz, ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Zoe Schiewek. Ich bin als Account Managerin zuständig für die Betreuung des deutschsprachigen Raumes. Das bedeutet natürlich die deutschsprachige Schweiz als auch Deutschland. Und heute möchten wir uns einmal die Agenda anschauen. Wird es, wie eben schon gesagt, gehen um die Bearbeitung von Leistungen im Dossier. Das bedeutet, heute widmen wir uns den abrechnungsvorbereitenden Tätigkeiten, spezifisch eben der Aufbereitung und Bearbeitung von Leistungen. Das wird Punkt 1 sein. Dann werden wir uns noch einmal das Timesheet und das Dossier im Zusammenspiel anschauen, weil hier eben einige Abhängigkeiten bestehen und einige Dinge, die man beachten muss. Und in dritter Instanz, im dritten Agendapunkt, werden wir das Ganze nochmal mit in die Praxis nehmen und werden uns dort auch einige Praxisfälle noch anschauen. Ich bedanke mich gleich vorab für Ihre Teilnahme am heutigen Webinar oder auch, wenn Sie das Ganze nur auf als Videoaufzeichnung schauen, bedanke ich mich ebenso für Ihre Aufmerksamkeit. Im unteren Bereich der jetzt eingeblendeten Folie sehen Sie nochmal unsere Kontaktdaten. Das heißt, sollten Sie Dinge sehen, die Sie nicht nachvollziehen können, sollten Sie Beratungsbedarf empfinden oder dergleichen, einfach Rückfragen haben, kommen Sie sehr, sehr gerne auf uns zu und wir helfen Ihnen dann in jedem Fall weiter. So, ich würde meine Präsentation an dieser Stelle schließen. Und bevor wir gleich anfangen, Sie sehen, ich bin hier schon in meinen Time Sensor Legal eingeloggt, heute allerdings nicht als Frau Monika Muster, sondern als Frau Alina Arnold, auch eine unserer Partnerinnen. Vorab möchte ich Ihnen noch einmal zeigen, welche Leistungen wir in Time Sensor Legal führen. Das bedeutet, hier möchten wir uns einmal die Leistungsarten anschauen, da das eben gerade für das heutige Webinar sehr, sehr wichtig und relevant sein wird. Wichtig ist, dass wir zum einen hier dieses graue Icon kennen. Wenn wir dieses graue Icon im Timesheet sehen, dann bedeutet das eben, dass die Leistung schon in das Timesheet übertragen wurde. Was das ist, das wissen Sie schon aus anderen Webinaren und wie der Prozess funktioniert. Dieses Häkchen, das rote Häkchen im Timesheet, bedeutet, dass die Leistung im entsprechenden Dossier schon verrechnet wurde. Das sehen wir also im Timesheet, wenn eine Leistung nicht nur ins Dossier übertragen wurde, sondern eben bereits in Rechnung gestellt wurde, das heißt sich aktiv in einem Rechnungsdatensatz befindet. Und dann haben wir hier noch die Option einer anderweitig fakturierten Leistung. Das bedeutet einfach, diese Leistung ist der Natur nach in eine Rechnung eingeflossen, aber auf andere Weise als beispielsweise eine einfach verrechnete Leistung. Das heißt, es kann bedeuten, dass diese Leistung zum Beispiel in einem anderen Sachbearbeiter bzw. dessen Leistungskontingent in die Rechnung mit eingeflossen ist. Das kann bedeuten, dass wir vielleicht eine Pauschalrechnung gestellt haben und diese Leistung dieser Rechnung zugeordnet haben, oder in anderen Fällen kann es auch andere Dinge bedeuten. Wichtig ist für uns aber einfach, dass die Leistung verrechnet wurde, allerdings nicht so, wie sie tatsächlich ins Timesheet eingetragen wurde. Was uns dann zu unseren nicht verrechenbaren Leistungen bringt, die hätten wir hier mit diesem kleinen grauen Kreuz. Nicht verrechenbare Leistungen sind der Natur nach absolut nicht verrechenbar, werden demnach auch nicht zugeordnet und werden eben nicht in Rechnung gestellt. Als letzten Leistungstyp oder als letzte Leistungsart in diesem Fall haben wir noch überproduktive Leistungen. Überproduktive Leistungen entstehen dann, wenn wir beispielsweise eine Leistung im Timesheet erfassen, übertragen diese ins Dossier, und wenn wir diese in Rechnung stellen, stellen wir mehr Zeit in Rechnung, als ursprünglich im Timesheet eingetragen wurde. Das bedeutet einfach nur, dass wir eben eine Art überproduktive Leistung verrechnet haben. Das heißt, eine Zeitspanne, die Sie eben nicht aktiv gearbeitet haben und mit der wir Timesensor eben damit signalisieren möchten oder müssen in diesem Fall, dass es sich dabei um Zeiten handelt, die verrechnet werden, aber nicht in die produktive Arbeitszeitberechnung eingehen und deswegen überproduktiv sind. Damit hätten Sie einen guten Überblick über die Leistungen, mit denen wir uns jetzt als nächstes beschäftigen werden. Und als erstes, wie schon versprochen, schauen wir uns eben das Ganze einmal direkt im Dossier an. Ich würde dazu jetzt hier einmal das Mandat, den Erbschaftsstreit von Frau Regina Regia öffnen. Hier sehen wir, es gibt aktuell 3 Mandate. Wir haben einmal den Erbschaftsstreit. Hier sind auch bereits einige Leistungen von verschiedenen Sachbearbeitern aufgelaufen. Und dann haben wir hier noch einen Sorgerechtsstreit. Was uns zunächst auffällt, ist,
Wir haben das zwar in diesem Fall nicht, aber hier im Sorgerechtsstreit, dort haben wir verschiedenfarbige Leistungen. Eine blaue Leistung ist immer eine Leistung, die aus dem Timesheet stammt. Eine weiße Leistung ist immer eine Leistung, die aus dem Dossier stammt. Mit stammt ist hier gemeint, dort ist die Eintragung erfolgt. Ein ganz, ganz wichtiger Unterschied in diesem Fall ist, dass natürlich das Timesheet primär die Zeiterfassung darstellt. Trage ich also hier beispielsweise die Sitzungsvorbereitung direkt im Dossier ein, dann wird diese nicht in meine Zeiterfassung eingehen. Sie wird sehr wohl auf der Rechnung erscheinen, allerdings werde ich eben als Erfasser dieser Leistung, da ich sie direkt im Dossier erfasst habe, nicht das entsprechende Zeitkontingent in meiner Arbeitszeit wiederfinden. Das ist natürlich für die Rechnung in diesem Fall unerheblich, ist aber immer eine ganz, ganz wichtige Information, wenn Sie beispielsweise Auswertungen machen in Time Sensor Legal 365, wenn Sie beispielsweise das Business Intelligence Modul nutzen, wenn Sie die Statistik nutzen, wenn Sie Community Berichtsvorlagen nutzen, die eben auf Basis des Timesheets Auswertungen machen, dann sollten Sie darauf achten, dass eben Leistungen, die in einer Zeiteinheit eingetragen werden und verrechenbar sind, nicht direkt im Dossier eingetragen werden. Ein weiterer Punkt, zu dem uns das Ganze bringt, ist hier das Löschen von Einträgen. Oft ist es ja auch so, ich hatte gerade schon mal das Beispiel einer pauschalen Abgeltung von Reisekosten genannt, dass in einem solchen Fall eben selbstverständlich Reisekosten zunächst erfasst werden, werden dann aber später eben über eine Pauschalrechnung abgerechnet, sodass es möglicherweise vorkommen kann, dass eine solche Leistung, wenn sie nicht anderweitig fakturiert wird, das hatte ich eben schon genannt, welcher Punkt oder was bei diesem Punkt passieren würde, wenn sie also nicht anderweitig fakturiert oder in irgendeiner Weise verrechnet wird und sie gelöscht werden soll, dann müssten wir eben hier diese Leistung aus dem Dossier wieder entfernen. Und das ist ein anderer Prozess, je nachdem, ob die Leistung direkt hier eingetragen wurde oder ob die Leistung eben aus dem Timesheet stammt. Wenn ich also hier eine Leistung, wir sehen hier ist eine weiße Leistung, die im Dossier eingetragen wurde, wenn ich diese löschen möchte, dann muss ich hier also lediglich bei Auswahl der Leistung auf das Minus klicken. Ich erhalte auch sogleich eine Abfrage, ob ich diese Leistung löschen möchte. Sofern ich die bejahe, ist die Leistung gelöscht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Diese Leistung, da sie weiß ist, da sie aus dem Dossier stammt, die ist unwiderruflich gelöscht. Die können Sie nicht wiederherstellen jetzt. Das ist also eben ganz wichtig. Das wollte ich daher an dieser Stelle gesondert betonen, dass Sie hier bitte darauf achten, dass Timesheet-Leistungen bearbeitet werden und dass, wenn Sie Leistungen, die direkt aus dem Dossier stammen oder ins Dossier eingetragen wurden, entweder korrigieren oder eben prüfen, ob diese Leistungen tatsächlich so eingetragen werden sollten. Ich hatte eben vom Löschen gesprochen, dann möchte ich gerne auch noch zeigen, wie ich eben eine Leistung hier, wenn sie blau ist, löschen könnte. Wir machen mal den Prozess, den ich eben gezeigt hatte. Hier haben wir eine doppelte Sitzungsvorbereitung. Da würde ich jetzt eine gerne löschen. Ich gehe hier auf das Minus und erhalte eine andere Abfrage. Das ist dem geschuldet, dass ich eben erklärt hatte, dass wir im Timesheet eben Zeiterfassung betreiben. Das bedeutet natürlich, dass wenn ich hier an Zeiten etwas verändere, sich auch die Arbeitszeit des Mitarbeiters, welche diese Leistungen erfasst hat, verändert. In diesem Fall ist es also so, dass ich hier sagen müsste, möchte ich, dass diese Leistung nicht verrechenbar ist oder möchte ich, dass diese Leistung anderweitig fakturiert ist. Das wären die eben von mir beschriebenen beiden Deklarationen. Ich könnte hier also der Leistung quasi das Tag in dem Fall verpassen, den Marker verpassen, dass sie nicht verrechenbar ist. Oder ich könnte der Leistung sagen, dass sie zwar verrechenbar ist, aber auf andere Weise fakturiert wird. Also nicht so, wie sie jetzt aktuell hier im Dossier zu finden ist. Möchte ich die Leistung gänzlich entfernen, dann muss ich die Leistung als nicht verrechenbar deklarieren. Wir sehen, sie ist jetzt auch verschwunden. Und dann kann ich alle Leistungen, die nicht ihrer Natur nach normal verrechenbar sind, wieder einblenden, indem ich hier oben auf dieses kleine X klicke. Wenn ich das eben gemacht habe, dann sehe ich meine nicht verrechenbaren Leistungen hier wieder. Und hier sehen wir auch, dass unsere Sitzungsvorbereitung da nochmal vorhanden ist. Und diese Sitzungsvorbereitung, die möchte ich jetzt endgültig löschen.
Wenn ich jetzt wiederum hier wieder auf das Minus klicke, dann mache ich den Vorgang, den ich eben vollzogen habe, also diese Leistung als nicht verrechenbar zu deklarieren, den mache ich nur wieder rückgängig. Das möchten wir natürlich nicht. Insofern weiß ich jetzt, dass meine Lösung des Problems sein muss, das ist eine Leistung vom 10.02.2024, dass ich ins Timesheet navigiere und müsste eben dort jetzt diese Leistung herauslöschen. Das heißt, eine Leistung, die im Timesheet als nicht verrechenbar steht, die kann ich wieder entfernen. Ich muss also, wenn sie bereits ins Dossier übertragen ist, eine Leistung, die aus dem Timesheet stammt, im Dossier auf nicht verrechenbar setzen und kann sie anschließend im Timesheet nochmal löschen. Da das jetzt aber einiges an Zeit kostet und ich den Vorgang soeben beschrieben habe und wir ihn auch schon mal in einem anderen Webinar genauer angesehen haben, werde ich das jetzt unterlassen und wir widmen uns gleich den weiteren Optionen. Das allerdings ganz zu Beginn, da es eben eine sehr, sehr wichtige Information darstellt. Wir schauen uns als nächstes an, da es ja aktuell um vorbereitenden Arbeiten zur Rechnungserstellung geht, wie wir also diese Leistungen hier weiter bearbeiten können. Wir haben schon gelernt, dass nur jene Leistungen, die eben hier zu sehen sind, auch in die Rechnung einfließen. Das Ganze kann ich eben weiter spezifizieren. Und jetzt kommt es in diesem Fall darauf an, ob ich hier eine Leistung auswähle und unten auf mein Aktionsmenü klicke oder ob ich keine Leistung auswähle und auf das Aktionsmenü klicke. Sie sehen, dass wir da nochmal andere Optionen erhalten. Wir würden uns jetzt aber zunächst mal den Optionen widmen, die es uns bietet, wenn wir eine Leistung oder auch mehrere Leistungen, das ist also nicht abhängig von der Zahl der Leistungen, wenn ich die hier anwähle. Wir machen es jetzt aber nur mal mit einer Leistung, da dann noch ein paar Spezifika dazukommen. Und zwar sehen Sie gleich hier unten, ich ziehe das vielleicht noch mal ein Stück hoch, dass es nicht ganz so tief hängt. Hier sehen Sie, ich habe die Option, den Sachbearbeiter zu ändern. Das hatte ich eben schon kurz angesprochen. Wir machen das noch einmal exemplarisch durch. Das ist jetzt hier von Herrn Muster erfasst, Entschuldigung, von Herrn Sample erfasst worden. Wir möchten das jetzt vielleicht auf die Frau Arnold umschreiben. Wähle ich also hier die Frau Arnold aus, dann sehen wir, ich bekomme die Abfrage, was jetzt mit dieser Arbeitszeit passieren soll. Hier sehen Sie auch das Wort statistisch. Das ist eben ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt in diesem Fall. Hier sehe ich also, was jetzt für die Statistik später für eventuelle Auswertungen mit dieser Leistung gemacht werden soll. Ich kann entweder sagen, ich möchte, dass diese Leistung bei der Frau Arnold gänzlich erscheint und dann im Timesheet von Herrn Sample eben als dort gelöscht werden kann, das heißt zunächst als nicht verrechenbar deklariert wird. Oder ich kann sagen, dass eben im Timesheet die Leistung von Herrn Sample auf anderweitig fakturiert gestellt wird, sodass für uns im Timesensor nachvollziehbar ist, dass eben diese Leistung von Herrn Sample erfasst wurde, auf Frau Arnold umgeschrieben wurde und dann aber in einer gewissen Weise in die Rechnung eingegangen ist. Wir würden das Ganze jetzt mal so machen, dass wir eben genau das tun, dass wir hier mal eine nicht oder eine anderweitig fakturierte Leistung generieren. Und Sie sehen jetzt auch, dass wenn ich hier das Ganze öffne, haben wir hier jetzt eine weiße Leistung, die ist der Frau Arnold zugeordnet, denn die Frau Arnold hat dafür ja keine Arbeitszeit aufgebracht. Korrekterweise ist es also nicht in ihre Arbeitszeit eingeflossen. Sehr wohl hat hier aber der Herr Sample die Arbeitszeit aufgebracht. Insofern haben wir seine Arbeitszeit jetzt, was die Zeiterfassung angeht, als anderweitig fakturiert deklariert. Im Dossier selbst ist aber die Leistung, die die Frau Arnold hier erbracht hat, dann zur Abrechnung vorgesehen. Das wäre also die erste Auswahl. Dann haben wir noch eine weitere Person, die an dieser Telefonkonferenz teilgenommen hat. Deren Leistungen möchten wir vielleicht nicht umschreiben. Was wir allerdings machen können, ist, dass wir zum Beispiel diese Leistung übertragen. Es kann der Fall sein, dass ein Anwalt mal eine Leistung entweder auf einem ganz anderen Mandanten erfasst hat oder auf dem richtigen Mandanten, aber auf dem falschen Mandat. Das sehen wir hier oben. In unserer Konstellation beispielsweise haben wir hier ein Abrechnungsmandat, auf dem dann eine Sammelrechnung über alle anderen Mandate erzeugt wird. Insofern ist es natürlich für einen solchen Fall auch wichtig, dass die einzelnen Leistungen auf den eben entsprechenden Mandaten, für die sie erbracht wurden, verbucht werden und erfasst werden, damit sie eben korrekt abgerechnet werden können. Ist es also der Fall, dass beispielsweise jetzt hier einer unserer Kollegen dort einen Fehler gemacht hat, uns fällt das auf und wir möchten jetzt diese Leistung einfach auf das korrekte Mandat übertragen, dann könnten wir sagen, rein hypothetisch nehmen wir jetzt mal an, diese Leistung gehört zu dem Erbschaftsstreit, also wählen wir diesen aus und werden dann gefragt,
ob beim Zielmandat tatsächlich die von diesem Mandat divergierende Preisliste appliziert werden soll. Wenn wir das bejahen, werden die Preise analog zur Preisliste, die in dem Mandat, auf das wir die Leistung verschieben möchten, hinterlegt sind, werden die neu berechnet. Ich sage hier jetzt ja, damit das Ganze auch kohärent bleibt. Das heißt, wir möchten ja nach einer Preisliste auf einem Mandat verrechnen und wir sehen, dass eben jetzt diese Leistung hierüber transferiert wurde. Diese Leistung bleibt blau, das sehen wir auch, da eben die Arbeitszeit beim Sachbearbeiter verweilt und die wurde ja im Timesheet auch eingetragen, die ist also aktiv erbracht, eben nur für ein anderes Mandat. Das wäre also hier die Option Übertragen auf. Dann haben wir auch noch die Option, wir gehen hier noch einmal zurück zum Sorgerechtsstreit. Wir haben auch noch die Option, eine Art Negativleistung zu erfassen. Das bedeutet, eine Positivleistung in unserem Fall ist immer positiv zu unseren Gunsten. Wir verlangen also Geld von unserem Mandanten, von unserem Klienten. Ist es andersrum gewünscht? Möchte ich beispielsweise hier eine Auszahlung tätigen und würde gegebenenfalls ein Pauschalhonorar erfassen? Ein Pauschalhonorar, vielleicht nennen wir das Ganze sogar Rückzahlung, könnte ich hier erfassen und würde dann hier einen entsprechenden Betrag angeben. Das Ganze machen wir mit der Tab-Taste. So kommen wir in die Spalte hinein und wir sagen, wir würden hier jetzt mal exemplarisch 1000 Schweizer Franken als Pauschalhonorar erfassen. Ist natürlich in diesem Fall, in dem vorgegebenen Kontext, nicht zu unseren Gunsten. Insofern könnte ich hier auch einen Vorzeichenwechsel vollziehen. Das ist insofern ganz praktisch, dass Sie eben, wenn Sie mehrere Leistungen haben, bei denen Sie diesen Vorzeichenwechsel vollziehen möchten, Sie nicht hier jeweils in die einzelne Spalte klicken. Ich kann das natürlich auch so machen. Ich mache hier ein Minus davor, bestätige das mit Enter. Ich möchte jetzt in diesem Fall nicht, das werde ich gefragt, dass das auf andere Leistungen der gleichen Gruppe übertragen wird. Also sage ich Nein. Und Sie sehen, dass auch hier in diesem Fall dann das Ganze angepasst wird, hat jetzt einen Negativsaldo, ein negatives Total in diesem Fall. Für eine Leistung ist es demnach unerheblich, ob Sie das Ganze manuell machen oder eben via diesen Button. Schön ist es allerdings, wenn ich eben eine ganze Liste von Leistungen habe, beispielsweise eben eine Rückerstattung oder dergleichen, und ich sage hier Vorzeichenwechsel und schon ist das Ganze binnen weniger Sekunden eben alles negativiert. Möchte ich das nochmal zurücksetzen, deswegen heißt es Vorzeichenwechsel, wechsle ich so noch einmal das Vorzeichen und wir sind wieder in den positiven Zahlen. Das bedeutet also diese Funktionalität und dann widmen wir uns auch sogleich der nächsten. Hier haben wir die Möglichkeit, selektierte Leistungen auszublenden. Das ist eine Funktionalität, die ist oft ganz angenehm, wenn Sie eben, wir haben hier noch ein überschaubares Kontingent. Oft ist das nicht der Fall, wenn Sie hier also über mehrere Monate Arbeiten verrichtet haben. Sie haben hier etliche Leistungen, die vielleicht nicht alle am selben Tag erbracht wurden, aber doch nah beieinander und sich, wie gesagt, über mehrere Monate oder wie in diesem Fall sogar Jahre hinweg erstrecken. In dem Fall ist es natürlich sehr, sehr angenehm, wenn Sie hier Ihre Leistungen so selektieren können, dass Sie nur die gewünschten Leistungen sehen. Da könnten Sie eben dann hier sagen, selektierte Leistungen ausblenden und Sie sehen, dass diese Leistungen jetzt nicht mehr gezeigt werden. Das können Sie auch machen. Das ist auch praktisch, wenn Sie eben nach einem gewissen Leistungszeitraum abrechnen. Das bedeutet, Sie haben beispielsweise Mitte August eines Jahres schon für den August weitergearbeitet, möchten aber dann zum 15. August die Abrechnung für den Vormonat fertigstellen. Und dann können Sie eben alle Leistungen, die jetzt in dem Fall den falschen Abrechnungsmonat betreffen, hier ganz bequem ausblenden. Möchten Sie die Leistungen wieder einblenden, klicken Sie einfach auf Einblenden und alle Leistungen sind wieder da. Zusätzlich, das möchte ich an dieser Stelle auch noch kurz erwähnen, ist natürlich hier auch eine Sortierung der Spalten möglich. Das bedeutet, ich kann hier auch auf- und absteigend nach Datum sortieren und hätte dann hier entsprechend meine Daten drin. Natürlich ist das nur eine Methode. Sie müssen das und können das sich einrichten, wie Sie das möchten. Es gibt mehrere Optionen. Ich zeige sie immer nur gerne alle. So, dann wählen wir nochmal eine Leistung aus. Ich würde jetzt hier mal bewusst Leistungen vom selben Sachbearbeiter oder von derselben Sachbearbeiterin auswählen. Wir nehmen jetzt mal hier den Herrn Sample. Da haben wir mit dem Kürzel SAM, wie Sie an der Seite sehen, 3 verschiedene Leistungen. Und dann klicke ich hier nochmal auf mein Menü und habe hier Leistungen konsolidieren als Option. Leistungen konsolidieren meint einfach das Zusammenführen von Leistungen.
Prämisse dafür ist allerdings, dass eben die Leistungen demselben Sachbearbeiter zugeordnet sind. Das heißt, das möchte ich exemplarisch einmal zeigen. Hier wähle ich jetzt Leistungen zweier verschiedener Sachbearbeiter aus, klicke auf Leistungen konsolidieren und bekomme die Meldung, dass eben nur Leistungen desselben Sachbearbeiters konsolidiert werden können. Warum ist das der Fall? Da sind wir wieder an der Zeiterfassung, dass wir eben nicht die zwei Leistungen ähm, von unterschiedlichen Sachbearbeitern zusammenführen können, wenn die nicht gleichartig sind. So, jetzt suchen wir uns hier mal eine Leistung, die wir konsolidieren können. Ich würde sagen, wir nehmen beispielsweise das Aktenstudium und den Antrag auf Akteneinsicht. Die sind nicht sehr weit voneinander erfolgt. Das bedeutet, die können wir gerne auch zusammenfassen. Die möchten wir in diesem Fall jetzt gemeinsam auf der Rechnung ausgeben, damit Sie beispielsweise auch für das Schreiben von E-Mails nicht 15 verschiedene Posten haben, E-Mail an, sondern dann können Sie eben 15 Posten kumulieren und können sagen, wir haben einen Leistungseintrag, der eben dann eine einstündige Zeit zum Verfassen von E-Mails oder dergleichen, mehrere E-Mails in dem Fall, abbildet. Das ist hier die Bewandtnis dieser Funktionalität. Ich gehe also wie versprochen hier unten auf mein Aktionsmenü und sage Leistungen konsolidieren und erhalte daraufhin die Abfrage, ob ich gegebenenfalls noch runden möchte. Das ist in der Anwaltspraxis ja auch sehr üblich. Wir würden deshalb einfach auf 6 Minuten in diesem Fall runden, sagen ja. Und jetzt können Sie sehen, wie hier ein weißer Eintrag kreiert wurde. Dieser weiße Eintrag, der enthält alle Daten, die vorher eben in den beiden eigenständigen Eintragungen enthalten waren. Und diese beiden Eintragungen, die finden wir jetzt auch hier auf unserer Liste nochmal wieder. Das bedeutet also, diese Einträge, die werden dann als nicht verrechenbar deklariert, da der Originalzeiteintrag ja erhalten bleiben muss, weil dieser aber eben weiterverarbeitet wurde und mit einem anderen Eintrag kombiniert wurde, also konsolidiert wurde, entsteht hier diese eigenständige Leistung. Die Unterscheidung zwischen Blau und Weiß, also zwischen Dossierleistung und zwischen Timesheet-Leistung, ist hier einfach nur zu statistischen Zwecken. Das müssten Sie aber in diesem Fall nicht weiter beachten. Als nächstes möchte ich Ihnen zeigen, was wir hier machen können, wenn wir keine Auswahl treffen. Wenn wir keine Auswahl treffen, ist unsere Auswahl prinzipiell die Gesamtmasse an Leistungen, die hier existiert. Wir machen das vielleicht mal hier an einem Mandat. Diese Leistung löschen wir nochmal heraus. Wir machen das Ganze an einem Mandat, wo wir etwas weniger Leistungen haben, damit das Ganze besser nachverfolgbar ist. So, aus dieser Leistung hier nehmen wir nochmal die Negativierung raus, da wir die von Hand hinterlegt hatten. Und jetzt würden wir uns einmal anschauen, was eben passiert, wenn ich hier meine einzelnen Optionen abarbeite. Wir machen das Ganze einmal von unten. Sie sehen gleich warum. Und zwar habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, Transfer von anderen Mandaten. Das hatten wir auch schon kennengelernt im letzten Webinar. Hier geht es um die Sammelrechnung. Das würden wir allerdings eher hier in diesem Mandat anwenden. Das bedeutet, wenn ich also hier sage, Transfer von anderen Mandaten, und meine Konfiguration so lasse, dass ich eben alle Leistungen von anderen Mandaten mitnehme und mir entsprechende Titel einfüge, klicke hier auf OK, dann sehen wir, dass jetzt alle Leistungen automatisch auf das Abrechnungsmandat transferiert wurden. Auf diesem Abrechnungsmandat hätten wir jetzt eben noch die Möglichkeit, deswegen sage ich, ich zeige es von unten, noch Leistungen von Timesheets herunterzuziehen. Sie kennen das Problem. Der Vorgesetzte hat heute Morgen leider noch einen Gerichtstermin, ist also außer Haus. Sie sollen aber heute noch die Abrechnung fertig machen. Nun hat er dankbarerweise von unterwegs sein Timesheet gefüllt. Das heißt, diese Leistungen sind auch bereits in der Software vorhanden, aber leider haben Sie sie noch nicht im Dossier. Das hier wäre Ihre Möglichkeit. Hier können Sie also die Leistungen sozusagen vom Dossier aus noch einmal vom Timesheet absaugen, damit Sie sie auch alle noch in der Rechnung unterbringen können. Hier einmal kurz der Hinweis, dass das nicht in jeder Konfiguration der Fall ist. Es gibt auch einige Kanzleien, einige unserer Kunden, die eben wünschen, dass dieser Task, der in der Regel automatisch am Abend oder in der Nacht läuft und die Leistungen vom Timesheet in das Dossier überträgt, dass der nicht automatisch läuft. Sollte das bei Ihnen der Fall sein, sollten Sie also zu jenen Kanzleien gehören, die eben ihre Leistungen lieber manuell übertragen, dann ist das natürlich hier für Sie nochmal eine andere Art von Funktionalität, da Sie eben dann nicht auf die Nacht warten, sondern wahrscheinlich primär vor Abrechnung diese Leistungen hier mit dieser Funktionalität transferieren.
Und zu guter Letzt kommen wir hier dann zu dem Punkt Preise nachberechnen. Das ist ein fantastisches Feature meiner Meinung nach. Ich stelle es Ihnen gerne mal vor. Mit diesem Feature können wir in erster Instanz, das wäre die Option hier oben, alle Leistungen, welche sich jetzt auf diesem Mandat befinden, anhand einer Preisliste, welche wir hier auswählen können, neu berechnen. Das bedeutet also, ich hätte hier die Möglichkeit, eben obwohl ich die Leistungen zu anderen Preisen erfasst habe, flächendeckend für alle hier angegebenen Leistungen eine andere Preisliste heranzuziehen und diese ad hoc nach dieser Preisliste neu berechnen zu lassen. In unserem Fall ist es jetzt wenig sinnvoll, da wir eben mit einer Sammelabrechnung arbeiten in unserem aktuellen Use Case. Und dort ist es so, dass wir eben jetzt explizit die Preise oder die Leistungen zu verschiedenen Preislisten, verschiedenen Bepreisungen pro Mandat erfasst hatten und die jetzt auch so ausgeben möchten. Insofern würden wir uns hier der nächsten Option widmen. Und diese Option, die ist eben ganz, ganz spannend. Hier haben wir die Möglichkeit, einfach unsere Zeiten oder unsere Sätze anzupassen und das Ganze eben noch zu runden. Sie kennen den Fall, dass man vielleicht eine Rechnung nicht immer für jeden Klienten genau gleichstellt, dass man also auch mit dem Klienten individuelle Absprachen pflegen kann. Und um dem dann wortwörtlich Rechnung zu tragen, haben wir hier eben die Option, dass wir zum Beispiel hier mit einer Summe rechnen von 13.300. Wenn wir hier zum Beispiel mit einer Summe von 13.300 rechnen möchten, können wir sogar noch die Umsatzsteuer mit einschließen, vielmehr die Mehrwertsteuer und sehen dann, dass wenn wir hier, da haben wir dann keinen schönen Wert, möglicherweise möchten wir hier aber einfach eine Summe von runden 15.000 Schweizer Franken verrechnen. Das wäre also hier unsere Möglichkeit, das Ganze anzupassen. Hier gebe ich also mein Endziel an. Mit der Checkbox rechts daneben kann ich bestimmen, ob dieses Endziel dann schon mit oder ohne Mehrwertsteuer berechnet sein soll. Idealerweise, wenn Sie eben einen schönen runden Preis möchten, der unten auf der Rechnung steht, machen Sie das Ganze mit Mehrwertsteuer. Ich mache das jetzt so in unserem Fall. Wir schauen uns jetzt an, was passiert, wenn ich also diese Funktionalität nutzen möchte. Wenn ich hier meine 15.000 als Endbetrag eingetragen habe, das Ganze soll mit Mehrwertsteuer berechnet werden und nun kann ich mich entscheiden, wie ich das Ganze anpassen möchte. Möchte ich also hier die Stundensätze anpassen? Das bedeutet, ich möchte hier die Spalte Preis beeinflussen. Möchte ich meine Zeiten linear anpassen? Möchte ich also hier die Spalte Einheiten anpassen und beeinflussen? Oder möchte ich einfach eine Rundung einfügen, sodass wir eben hier einfach die Werte auf den nächst sinnvollsten Wert in diesem Fall aufrunden? Ich würde das Ganze jetzt einmal mit den Stundensätzen gerne machen und würde dann dementsprechend mit meiner Konfiguration hier auf OK klicken. Und Sie sehen, dass sich eben hier die Stundensätze verändert haben. Da kommt es natürlich wieder auf Ihre persönlichen Präferenzen an. Der ein oder andere mag jetzt auch keinen Stundensatz von 366,88 ausweisen. Das mag auch komisch anmuten. Möchten wir jetzt diesen ganzen Prozess an dieser Stelle so bewerkstelligen, dass wir bei der Preisnachberechnung nicht die Spalte Preis tangieren, sondern eben die Spalte Einheiten in dem Fall. Dann würde ich hier nochmal anklicken, dass wir das Ganze inklusive Umsatzsteuer machen. Jetzt nehmen wir mal den Wert von ganzen 20.000 und passen, und passen eben entsprechend hier die Zeiten damit an. So, wunderbar. Ich bestätige das mit Enter und Sie sehen, jetzt haben wir hier nochmal ein ganz anderes Zeitkontingent enthalten. Nun gäbe es noch eine letzte Option, die ich Ihnen bewusst bis jetzt vorenthalten habe. Da wir jetzt gesehen haben, wie wir eben Zeiten flächendeckend anpassen können, möchte ich Ihnen jetzt noch zeigen, was wir hier als Option haben, um das auf eine Einzelleistung zu applizieren. Das bedeutet, hier möchte ich jetzt für die Einzelleistung die Zeit anpassen. Also nur für die Leistung, hier sehen wir von Frau Monika Muster, die sie eben hier eingetragen hat, nicht für mehr als eine Leistung. Und hier kann ich also spezifizieren, auf welche Zeit ich die zunächst anpassen möchte. Wir sagen jetzt hier, ich möchte das Ganze vielleicht mal auf 3 Stunden und 30 Minuten erhöhen. In diesem Fall weiß ich jetzt natürlich von vornherein schon, wie das Ganze sich auswirkt. Das bedeutet, ich würde hier jetzt diese Option wählen, da ich natürlich weiß, für statistische Zwecke
wird hier eine überproduktive Leistung benötigt. Und diese überproduktive Leistung, die erhalte ich eben, wie hier steht, mit Auswahl des zweiten Buttons in dem Fall. Klicke ich hier jetzt auf OK, sehen wir, dass die entsprechende Leistung hier modifiziert wird. Und wir sehen jetzt hier auch nochmal einige, da wird es jetzt natürlich schwierig, die zu finden, die wir soeben, hier haben wir sie, die wir soeben modifiziert hatten. Hier haben wir jetzt also einen Wertunterschied, weil eben diese Zeit, diese 1,5 Zeit, Anzahl ist ja hier, bezieht sich auf die Stunden in dem Fall. Diese 1,5 Stunden, die wir da zuaddiert haben, knapp 1,5 in dem Dezimalwert hier, die existieren ja nicht wirklich in der Arbeitszeit von Frau Muster. Die hat Frau Muster also nicht geleistet, die fließen demnach nicht in ihre Zeiterfassung ein und sind demnach überproduktiv. Wir weisen sie aber dennoch auf der Rechnung aus. Das heißt, irgendwo muss zeiterfassungstechnisch diese Zeit hin. Deswegen ist diese Zeit, auch wenn die Leistung, die wir jetzt hier oben stehen haben, die also ganz normal bleibt, diese 3 Stunden 30 Leistung wird dann auch entsprechend bepreist, so wie wir sie eben angepasst haben. Und diese Leistung hier unten, die ist eben überproduktiv, sodass wir später den Saldo in der Zeiterfassung von Frau Muster wieder korrigiert haben. Diese überproduktive Leistung, die ist aber eben nicht zur Verrechnung selbst vorgesehen. Das heißt, die können wir nur einsehen, wenn wir hier eben überproduktive und unterproduktive, demnach nicht verrechenbare Leistungen etc., wenn wir diese also einblenden. Das wäre der letzte Schritt an Möglichkeiten, die wir hier im Dossier zur abrechnungsvorbereitenden Leistungsbearbeitung haben. Ich würde jetzt, da wir nun einige Beispiele gesehen haben zu dem Vorgang, abschließend noch einmal die Sammelrechnung erstellen, damit Sie einmal sehen, wie der Vorgang jetzt gerundet aussieht. Wir hatten ja hier eben alles Mögliche angepasst und jetzt hätte ich hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte hier eine Rechnung erstellen. Wir sehen auch, dass mir hier jetzt kommuniziert wird, dass eben für das Mandat, was ich hier führe, die hier angepassten oder angegebenen Stundensätze nicht mit der Preisliste übereinstimmen. Das ist ja aber auch gewollt. Und da könnte ich jetzt die Rechnung erstellen. Und wenn ich hier auf den Rechnungsdatensatz klicke, sehen wir, wie ganz zu Anfang beschrieben, dass hier eben diese roten Häkchen auftauchen. Das bedeutet in diesem Fall jetzt, das Ganze wurde zur Abrechnung gebracht. Die Leistungen, ich klicke nochmal weg, zum Vergleich, hier sind also keine Leistungen mehr enthalten. Die Leistungen sind jetzt verrechenbarerweise hier im Rechnungsdatensatz enthalten. So viel also zum heutigen Termin. Jetzt haben Sie einiges gelernt. Sollte es dazu Fragen geben, kann ich Ihnen nur empfehlen, einmal in unseren Internetauftritt zu schauen, dort spezifisch in das FAQ und Help Center. Dort finden Sie viele, viele weitere und spezifischere Informationen in Textform über das eben Gesehene. Und wenn Sie Fragen haben, die dann noch ungeklärt bleiben, stehe ich Ihnen selbst auch gerne noch zur Verfügung.